Das Ende der gemeinsamen Währungssprache. Wenn die globale Finanzleitung bricht. Wir glauben meistens, dass der schwierigste Teil beim Kauf von etwas das Geldverdienen ist. Die Machenschaften hinter dem Preisschild, der Frachtvertrag, die Handelsrechnung, die Treibstoffzahlung, der Reservewert oder das riesige Bankensystem, das dafür sorgt, dass dieser gesamte Prozess wie geschmiert läuft, all das bedenken wir kaum. Der Grund ist einfach. Die Welt spricht noch mehr oder weniger eine einzige Finanzsprache, doch wenn diese Sprache erst einmal zerbricht, wird unser Alltag keineswegs glamourös, mysteriös oder revolutionär, alles wird einfach nur viel teurer, instabiler und unvorhersehbarer. Die meisten Menschen denken beim Ende eines gemeinsamen Währungssystems sofort an Schlagzeilen aus der Geopolitik. Eine rivalisierende Macht steigt auf, eine Supermacht bricht zusammen, neue Blöcke entstehen, aber die eigentliche Geschichte ist rein mechanischer Natur. Die einzige dominante Reserve und Leitwährung an der Weltspitze ist nicht nur ein Machtsymbol, sie reduziert die Reibung im täglichen Leben. Sie gibt Importeuren und Exporteuren eine gemeinsame Rechnungssprache. Sie bietet den Zentralbanken einen gebrauchsfertigen Reservewert. Sie versorgt globale Banken mit tiefen Refinanzierungsmärkten und Absicherungsinstrumenten, Hedging. Sie sorgt dafür, dass Öl und Gold in einer gemeinsamen Einheit bepreist werden. Sie ist ein Regelwerk einer gemeinsamen Finanzgrammatik, das verhindert, dass Millionen von täglichen Transaktionen jedes Mal neu verhandelt werden müssen. Genau aus diesem Grund nähren sich dominante Währungen wie der Dollar selbst. Werfe einen Blick auf die Studien des IWF, sieht man, dass der Platz des Dollars in den Zentralbanken und bei den Handelspreisen nach wie vor felsenfest ist. Auch die Reden der BIZ, Bank für internationalen Zahlungsausgleich, betonen immer wieder dasselbe. Tiefe Märkte, Netzwerkeffekte und institutionelle Nutzung verstärken sich im Laufe der Zeit gegenseitig. Die Geschichte zeigt uns ebenfalls unmissverständlich, was passiert, wenn diese gemeinsame Sprache schwächer wird. Die Welt hat schon früher fragmentierte Währungsperioden durchlebt. Als in der Zwischenkriegszeit die alte Goldstandardordnung zusammenbrach, brachte das der Welt keine monetäre Freiheit. Im Gegenteil, Kapitalkontrollen, bilaterale Clearing-Abkommen, kompetitive Abwertungen und schwerfällige, von der Politik gesteuerte Devisensysteme machten sich breit. Kam der Handel zum Erliegen? Nein, aber er wurde über 1000 Umwege abgewickelt, war ständig hochexplosiv und hing komplett von Verhandlungen ab. Noch ältere Epochen mit rivalisierenden Münzen und lose verbundenen Währungszonen erlebten dieselben Probleme im kleineren Maßstab. Jede Menge Unsicherheit, ständige Arbitrage, die Jagd nach Profiten. Warum ist dieses Thema so wichtig? Weil das bestehende System trotz all seiner Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte einen riesigen öffentlichen Dienst leistet, indem es die Transaktionskosten auf globaler Ebene senkt. Wenn ein Öltanker in Dollar bepreist wird, wenn ein Großkredit in Dollar syndiziert wird oder wenn eine Zentralbank ihre Reserven in Dollar-Vermögenswerten hält, verwandelt sich die dahinterstehende, furchterregende Komplexität plötzlich in eine alltägliche Routine und verflüchtigt sich. Wie sowohl die Forschungen des IWF als auch der BIZ zeigen, hat sich eine Währung erst einmal an der Spitze etabliert, nistet sie sich im Herzen des Bankwesens, der Anleihen, der Rohstoffe, der Devisenmärkte und der Derivate ein. Diese Macht ist nicht nur eine Frage des fahrenden Vertrauens, es geht rein um Praktikabilität. Ein gemeinsames Zentrum bedeutet, dass man bei Millionen von Transaktionen nicht noch einmal nachdenken muss. Es bedeutet, dass sich die Welt um einen vertrauten Anker dreht. Egal wie ungerecht das System auch sein mag. Das ist genau das. Lohnende Diskussionen über eine Post-Dollar-Welt oft übersehen. Jeder schaut auf die Kehrseite der Medaille, auf Prestige und Macht, aber die Pipeline in der Küche, also die Installation des Ganzen, wird völlig ignoriert. Was passiert also, wenn Länder diese gemeinsame Währung aufgeben und anfangen, Geschäfte untereinander in mehreren rivalisierenden Währungen abzuwickeln? Erstens, finanzielle Reibung und Risiken schießen durch die Decke. Den ersten Schlag versetzt die finanzielle Reibung. Bei jedem Geschäft beginnt nun der Stress. In welcher Währung zahlen wir? Importeure sind ständig mit dem Wechselkursrisiko konfrontiert. Exporteure reiben sich auf bei der Berechnung, welches Kursrisiko sie eingehen können. Für Währungen außerhalb der tiefen Märkte schnellen die Absicherungskosten, Hedging, in die Höhe. Die Anleihemärkte zersplittern. Zentralbanken, die ihre Reserven diversifizieren wollen, finden in ihren Händen weit weniger Vermögenswerte, die wirklich universell und sicher sind.
Bei grenzüberschreitenden Kreditaufnahmen erreicht das Währungsrisiko Currency Mismatch den Höchststand. Ein Unternehmen, das in einer Währung verdient und seine Schulden in einer anderen bezahlt, kann sich bei der kleinsten Kursänderung über Nacht am Rande des Bankrotts wiederfinden. Die BIZ warnt unmissverständlich davor, dass ein multipolares Währungssystem viel anfälliger für Fragmentierung und die Übertragung von Krisen von einem Land auf ein anderes Ansteckungsrisiko ist. Auch die Studien der Weltbank zu Wechselkursrisiken in Schwellenländern zeigen, wie Währungsinkongruenzen die Finanzierungskosten in die Höhe treiben und Projekte sabotieren. Kurz gesagt, eine fragmentierte Währungswelt bedeutet, dass dem Preis von allem, was du kaufst, die Angst vor dieser Unsicherheit als zusätzliche Kosten aufgeschlagen wird. Zweitens. Im Staatskapitalismus beginnt die Ära des Schachspiels. Die Regierungen spüren diesen Schlag zuerst in der Staatskasse. In einem fragmentierten System kann man keine einheitlichen Reserven mehr halten. Man muss verschiedene Währungen anhäufen, sich ständig für bilaterale Zahlungsabkommen an den Tisch setzen und genau kalkulieren, an welchen Währungsblock man sich anlehnt. Die Gemütlichkeit nach dem Motto „Wir haben ja einen tiefen, sicheren Hafen, auf den wir uns verlassen können“, gehört der Vergangenheit an. Einige Länder mögen sich darüber freuen, dass sie sich aus den Fängen einer einzigen Großmacht befreit und für Vielfalt gesorgt haben. Aber Vielfalt bedeutet nicht gleich Leichtigkeit. Mehr Reservewährungen bedeuten mehr politische Anpassungsentscheidungen und mehr Volatilität in den Reserven. Dies setzt kleinere Volkswirtschaften unter Druck, entweder Partei zu ergreifen oder das Risiko auf seltsame Weise zwischen den Systemen aufzuteilen. Der Satz, die globale Währungskonfiguration muss möglicherweise angepasst werden, in den IWF-Berichten über die Zukunft des internationalen Währungssystems ist eigentlich nur die diplomatische Umschreibung für die Währungsordnung wird zu einem rein politischen Schachbrett. Drittens. Was passiert mit unserem Alltag? Kommen wir zu dem Teil, den wir am eigenen Leib spüren werden. Diese Fragmentierung bleibt nicht in den Korridoren der Zentralbanken oder in den Ministeriumsgebäuden. Sie zeigt sich zuerst auf dem Markt im Preis von importierten Produkten. Länder, die Lebensmittel, Treibstoff, Medikamente, Maschinen oder Elektronik von außen beziehen, wissen nicht mehr, wie ihnen geschieht, wenn die Wechselkurse in die Höhe schießen. Wegen Provisionen und Kursschwankungen werden Auslandsreisen sowohl viel teurer als auch unberechenbarer. In importabhängigen Regionen gerät die Inflation völlig außer Kontrolle, weil der externe Währungsstress direkt ins Inland injiziert wird. In Ländern mit hoher Auslandsverschuldung geraten Hypotheken, Altersvorsorgen und Gewerbekredite ins Wanken. Die Analysen der Weltbank sagen deutlich, wie Wechselkursinstabilität die Finanzierungsbedingungen lähmt. Der IWF warnt indes, dass einkommensschwache Länder die Grundnahrungsmittel importieren und keine Alternativen finden, wenn die Lieferketten reißen, am schlimmsten von dieser Situation betroffen sein werden. Wenn das System Tribut fordert oder zusammenbricht, sind es nicht die Eliten, die das System entworfen haben, deren Haut zuerst brennt. Es sind die normalen Menschen, die in der Schlange für Brot, Benzin und Medikamente stehen. Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer? Natürlich gibt es auch diejenigen, die von diesem Chaos profitieren werden. Große Regionalmächte können in ihrem eigenen Revier viel ungestörter den Ton angeben und monetäre Autonomie erlangen. Staaten unter Sanktionen können neue Pfade finden, um das alte Zentrum zu umgehen. Finanzplätze. Der aktuelle Moment ist kritisch, denn obwohl das alte Zentrum seine Führung noch nicht verloren hat, hören wir bereits die Vorboten dieses Wandels. Nach den globalen Handelsdaten des IWF liegt der Dollar immer noch vorn und behauptet seine Position. Der chinesische Yuan Renminbi wächst zwar stabil, bleibt aber immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch die Analysen der Europäischen Zentralbank EZB sagen dasselbe. Obwohl die Nutzung des Yuan in einigen Regionen zunimmt, ist sein Anteil am weltweiten Export nach wie vor verschwindend gering. Das alte System wird also nicht morgen früh Knall auf Fall verschwinden. Aber die politische Sturheit bei der Suche nach Alternativen wächst unaufhaltsam. Handelskriege, Experimente mit alternativen Zahlungssystemen, Schritte zur Diversifizierung von Reserven, Versuche, Sanktionen zu umgehen und blockbasierte Wirtschaftsstrategien zeigen alle auf ein einziges Schild. Auch wenn die Welt immer noch auf Gedeih und Verderb an den Dollar gebunden ist, will sie nicht mehr komplett unter einem einzigen Finanzdach leben. Fazit: Das Ende der Gemütlichkeit. Die eigentliche Gefahr hier ist nicht die Apokalypse, die über Nacht hereinbricht. Es ist das schleichende Verschwinden jenes Komforts,
den uns ein gemeinsames Währungszentrum bot. Die goldene Regel der Finanzen ist klar: Gemeinsame Währungssysteme erleichtern das Leben und verringern die Reibung. Fragmentierte Systeme bedeuten dagegen ständige Verhandlungen, endlose Hedging-Kosten, politischen Druck und die Kosten der Unsicherheit. Eine Währungswelt, in der jeder sein eigenes Ding macht, verteilt die Macht vielleicht auf mehr Länder, aber sie verstreut auch Instabilität und Krisen über uns alle. Die Finanzen werden lokalisiert, der Handel wird holprig und an Bedingungen geknüpft. Deine Ersparnisse werden zum Spielball der politischen Geografie und dein Alltag wird völlig schutzlos gegenüber jenen Veränderungen, die früher hinter einer einzigen dominanten Finanzsprache wie geschmiert gelöst wurden. Ein gemeinsames Währungszentrum besteht nicht nur aus einer Hierarchie oder Ausbeutung, es ist gleichzeitig eine enorme Praktikabilität. Indem wir die Geschichte hat schon früher solche zersplitterten Währungswelten gesehen. Kann man darin leben? Natürlich kann man das. Aber glaub mir, darin zu überleben ist verdammt viel schwerer. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns.